Was geht ab, Freunde? Heute machen wir eine kleine Intro, und zwar mache ich ein kleines Interview. Ricardo und Nicola, die schon öfters mit mir unterwegs waren. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass wir sehr viele Videos von dem Sanatorium am Berg haben, aber es hat uns irgendwie da immer wieder hingezogen. Erstmal möchte ich bei Ricardo entschuldigen, dass ich deinen Namen falsch geschrieben habe. Aber sowas passiert ja. Gut, dann will ich bei dir anfangen. Bei den 2-3 Mal, du warst ja 3 Mal schon mit uns unterwegs. In dem Sanatorium, was war dein Erlebnis? Was war das Schlimmste, was du bis jetzt erlebt hast da oben? Also, im Sanatorium war mein erstes Mal. Ja. Ich glaube nicht so viele, aber danach, die gleich haben, ja. Okay. Haben wir viel gesehen, Ja, gehört. ja. Und was war das Schlimmste, was du da erlebt hast? Was war die EVPs oder irgendwelche Geräusche oder? Nee, besser die EVP gut. Ja. Die Ghost Radio vielleicht, besser Necrophonic. Necrophonic. Da muss ich auch noch was dazu sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Necrophonic, wir sind keine Fans von Apps. Ich habe Ricardo, alles gut, Ricardo gesagt, dass wir normalerweise keine Apps benutzen, aber an den Abend haben wir es benutzt, damit er mal sieht, wie halt so eine App funktioniert. Es wird noch ein Video geben über das Sanatorium, da war Chantal und Dominik dabei. Sie waren auch so skeptisch am Anfang und wir haben Necrophonic zum Schluss benutzt, in dem Zimmer, wo der uns rausgeschmissen hat, Ruhezimmer. Und mehr sagen noch. Ich muss wirklich dazu sagen, ich habe noch nie irgendwelche Sätze oder richtige Wörter aus dieser App gehört. Ja. Und ihr werdet das Video. Ja, ihr werdet das Video sehen und die App sagt meinen Namen, die sagt, ist okay, die sagt komplett richtige Wörter. Und normalerweise sind das abgeschnittene. Man hat gesagt, gehen. Ja. Gehen weg. Oder sollen wir gehen? Dann sagt er ja. Ja. Und man hat bei mir etwas gemacht. Verlassen Sie. Ja. Aber war nichts da im Video, aber ist etwas bei mir passiert. Ja, das reden wir auch gleich drüber. Ja. Sonst noch was du sagen willst? Hast du Spaß dabei zu sein? Ja. Jetzt, und möchtest auch mit zum Team mit rein? Ja. Ja? Dann sind wir schon zu dritt, ist schon mal gut. Ja. Perfekt. Ja. So, dann mache ich jetzt die Frage bei mir. Nicola. So, Nicola, du bist ja schon ein paar Mal dabei gewesen, ne? Ein paar Mal? Mehr als ein paar Mal. Was war dein schlimmstes Erlebnis? Was hast du erlebt? So, am ersten, ich war ein bisschen skeptisch, weil habe ich nur Video gesehen im YouTube und habe ich immer gedacht, war nur Fake. Ja, ich auch so. Weil ich habe immer überlegen, das sind alles organisiert. Vielleicht eine Junge war verstecken in die andere Zimmer und hatte mit der anderen geklopft. Ja. Aber wenn war ich das erste Mal im Sanatorium, da war so, das erste Mal habe ich Angst gehabt. Weil wenn haben wir die EVP gemacht und dann haben wir benutzen die, wie heißt die Ghost Radio. Nee, die Ghost Radio, die Spiritbox. Ja. Und Pedro hatte gefragt, wenn ich seine Präsenz mit uns kann, eine von unseren Namen sagen, Pedro oder Nicola. 30 Sekunden später, die Radio sagt er, Nicola, sagt er meinen Namen, so ganz, wie ich sage. Ja. Dann habe ich überlegt, etwas ist da. Aber wenn die zweite Mal war alleine wieder in die Sanatorium. Ja. Mit mir. Die zweite Mal war alleine mit Pedro. Aber da war noch was. An dem ersten Mal, wo du mit mir zusammen warst, oben im Zimmer. Ja, wenn habe ich diese Gewicht drauf. Genau, du konntest dich nicht bewegen. Ja, kann ich nicht bewegen. Weil du irgendwas gespürt hast, dass er dich irgendwie runterdrückt. Ja, genau. Ja, genau. Ganz blockiert, ne? Ja, ganz blockiert. Und dann hat uns gesagt, die Name. Ja. Er war Bert. Ja. Aber war 47 Jahre alt, glaube ich. Aber da hatten wir den Ghost Radio benutzt. Da wir die Ghost Radio benutzt. Genau. Aber letztes Mal mit Chantal, Dominik, du, Ricardo, das war extrem. Weil das ist ja noch so, die Apps funktionieren mit Soundbanks. Da sind Wörter schon in dieser App drin.
Ghost Radio, manchmal hast du Glück, dass du eine richtige Antwort zu deiner Frage bekommst. Aber ich traue Ghost Radio nicht Aber mehr. manchmal Antworten so. Ja, ja. Und Aber mit Ricardo hat gut funktioniert, ne? ja, aber Ricardo hat viel Frage gemacht und was hat er gefragt? Die Ghost Radio hatten Worte. ja. Gleiche Meine Frage und gleiche Antworten. Ja. Er hat gefragt die Name und sofort die Name. Hat er gesagt, wie alt war und das sofort. Letztes Mal. Ja, ja. Aber am besten benutzen wir die Necrophonik besser. Und wo wir im Flur saßen und da vorne hinter uns. Ja, ja, Und das war- in die Flur, war da gesessen und beide machen wir die EVP. Ja, Und dann, wenn Pedro hat gesagt, ja, ich keine, weil haben wir wieder gehört, was hatten wir gravieren, ne? ja. Und dann hinter von uns, beide in die gleichen Momente, ich und du, Wir beide umgedreht. so sofort, weil er hat hinter von uns geklopft, aber starke. Boom! Ja, ja, ja. Also mein Erlebnis, was ich in dem Sanatorium hatte, wo wir drei unten in dem Flur waren, wo es gebrannt hat. Okay. Und Ricardo stand ja hier, du hast ja gefilmt. Ja, Und ich habe eine Stimme gehört. Und da habe ich euch gefragt, habt ihr irgendwas gehört? ja, So, ja. Und ihr habt- nein, du sofort. Das Ja, ihr habt beide nichts gehört. Nee. Und auf einmal, wo ich das dann zu Hause angehört habe, Ja. da hört man dieses Hallo. Hallo. Also das hört man richtig schön raus. Oh. Und ich hab gleich reagiert. Ich hatte irgendwas gehört gehabt und ich habe gleich reagiert. Nee, ich weiß nicht warum, aber habe ich nicht gehört. Ja, ja, aber war da. Deswegen, ich habe ja gleich reagiert, irgendwas war da. Und die letztes Mal, wo habe ich gesehen, diese Schatten Ja. hinter von mir, Ja. ich habe dich genommen, so, Pedro ist ein bisschen dicker, ne? Ein bisschen Gewicht. Ich habe so genommen, ja, weil habe ich Angst gehabt. Ich habe eine kleine Schatten gesehen und dann in die Bilder haben wir gesehen, was war hinter von mir. Ja, Dieses Gesicht von einem Mädchen. ja, ja. Und war die dritte Mal da drinnen. Das war das dritte Mal, mein genau. erstes Mal da. Ja, wo war das nächste Mal? Genau. Mein erstes Mal. Genau. Ja. Ja, das war in den Flur, wo auch dieser Raum ist, wo die Kinderkleider sind. Ja, genau. Können wir was sagen auch von hier, wann wir sind hier gegangen? Vor. Ja, da kommen wir auch noch gleich hin. Steinkirche. Boah, Steinkirche. Die ganze Also- Ketzball oder diese. Ich sag dir ganz ehrlich, also die Steinkirche, da gibt es wirklich keinen Strom, gar nichts, was Nix. den K2 oder die Ghostboats ausschlagen lassen können. Wir hatten war immer die Kugel oder der K2 hat immer Ja, ausgeschlagen. aber die Stimme war Die Stimme, Bombe. lass Lass mich in Ruhe. mich in Ruhe, ne? Lass mich in Oder Ruhe. nee, Mit warte. Mikrofon. Nee. Nee, mit EVP. EVP. Mit der Mit EVP. Lasst mich. Lasst mich. Lasst mich. Also das war schon extrem. So, wie gesagt, wir sind hier in einer Kaserne. Wir sind im zweiten Block von der Kaserne. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich und Ricardo, ich glaube, du hast auch schon ein paar Mal gehört, wir haben eine Kinderstimme gehört, so ein Lächeln, so ein Lachen. Nee, das habe ich nicht gehört, habe ich nur gehört mit Ricardo zu klopfen. Ja, okay. Aber weiter. Ja. So weit. Ja. Ja. Aber das war im Flur hier unten. Und da Ja. werden wir auch noch ein EVP machen. Kinder, eine Mädchen. Da. Ja, das war ein kleines Kind, das hat man richtig ja, So oder so. gemacht. So einfach ungefähr. Also ich krieg Gänsehaut, Leute. Ich auch. Ganz ehrlich, ich war schon mehrmals hier, ihr wisst es schon, ich war schon 3-mal hier, einmal alleine, einmal mit Michelle. Ne, 2-mal mit Michelle war ich hier. Und da hatten wir auch gute EVPs gehabt. Aber ich hoffe, wir werden heute Abend Bisschen Spaß haben. ein bisschen Spaß haben. Im Keller werden wir auch noch haben, weil im Keller habe ich die meisten EVPs aufgenommen. Das Und war auch, mein erster Mal in dieser Kaserne. ja, dein erstes Mal in der Kaserne. Und deins auch, ne? Ja. So, dann wisst ihr schon, die werden heute erstmal eingeweiht. Jawohl. So. So Leute, das war so ein kleines Interview als Vorspann. Ja. Gut. Und wie gesagt, das Video über diese Kaserne wird erst nach dem nächsten Video kommen. Es wird noch einmal das Video kommen von dem Sanatorium mit Chantal und Dominik. Und dann danach wird dieses Video kommen. Leute, vergesst nicht zu abonnieren,
zu liken und bleibt gesund. Peace. Love. Hello.